Am Anfang von der christlichen und auch der jüdischen Bibel steht das Buch Genesis. Jetzt, wenn Johannes Paul II. Sich überlegt, was hat das mit der Liebe und der Beziehung und der Sexualität auf sich, blättert er zurück zu diesem Buch und er schaut, was steht denn eigentlich am Anfang über des Menschen? Was war denn da eigentlich am Anfang? Jetzt das Geniale aber, er sieht diesen Anfang nicht als etwas, was irgendwann mal passiert ist vor Millionen von Jahren, zwischen Adam und Eva und irgendein Baum und so, sondern eigentlich ist es deine Geschichte und es ist meine Geschichte. Das heißt, dieser Anfang ist nicht chronologisch zu verstehen, sondern er ist eher so zu verstehen, es geht um was steht am Anfang von jeder menschlichen Sehnsucht, von jeder menschlichen Erfahrung, was ist zutiefst in jeden von uns hineingeschrieben, das manchmal verschüttet ist mit allen möglichen anderen Dingen, Erwartungen von anderen und so. Aber was steht da ganz tief? Was ist ganz tief in unserem Herzen? Was sind unsere Ursehnsüchte? Das ist das Thema von Genesis. Das Problem mit Genesis ist oder besteht darin, dass das Ganze in einer mythischen Sprache geschrieben ist. Das heißt, es sind Symbole, es sind Bilder. Und die brauchen Auslegung, die müssen wir irgendwie verstehen, irgendwie begreifen. Zum Beispiel der Garten selbst, wo Adam und Eva sich befinden. Was ist dieser Garten? In einem anderen Buch der Bibel, die Hohelied der Liebe, lesen wir diesen Satz, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten. Und da beginnen wir eigentlich schon zu erahnen vielleicht, dass dieses ganze Thema doch sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun haben könnte. Denn damals in der Antike waren diese Gärten, die waren eingeschlossen, die waren versichert sozusagen, verriegelt. Man konnte da nicht hineinkommen ohne Erlaubnis, ohne den Schlüssel zu haben. Das heißt, es ist ein Bild, also wenn jetzt die Braut ein verschlossener Garten ist, für diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und es ist ein Bild, beginnt zu beschreiben, diese ganz großen Themen der Liebe, Freiheit, Respekt, Wertschätzung und so weiter. Und da beginnen wir zu sehen aber auch, dass es eben nicht nur eine Geschichte ist von damals, sondern eben auch eine Geschichte von heute. Was ich so genial finde vom Papst ist dann, dass er einen Satz sagt wie, wir dürfen die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens und das Herz selber nicht einen ständigen Zustand des Verdachts stellen. Die tiefen Sehnsüchte des Herzens, die sind genau richtig. Und es lohnt sich, diese Sehnsüchte nachzuspüren. Was steht denn da eigentlich am Anfang von jeder von meinen Sehnsüchten? Und diese Sehnsüchte etwas nachzugehen, nachzuspüren, darum geht es dann auch in den nächsten Videos.